Hallo zusammen, ich hoffe euch geht's allen gut soweit. Ja, heute schauen wir mal den Schaman an. Feuer hatten wir jetzt genug. Und der Schaman ist auch der erste Charakter, der tatsächlich im Menü auch mal jetzt cool ausschaut. Also, wenn man jetzt die anderen so anschaut, gut, der Mage ist noch nicht gelevelt. Der Stab ist komplett daneben. Aber der Bild macht Spaß, das ist ja das Wichtigste. Im Spiel sieht man ja das Gott sei Dank nicht ganz so genau. Aber der gefällt mir schon. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Spiel und blitzen mal ein bisschen. Dann zeige ich euch gleich erstmal kurz die Charakterübersicht. Wie ihr schon gesehen habt, Stufe 72. Ich bin im Monolith of Fate unterwegs. Ich habe hier mir den kürzesten Weg jetzt mal ausgesucht mit dem Fall of Outcast, Black Sun, Ending Storm. Ja, jetzt bin ich mit Charakterstufe 72 in dem Stufe 85 Gebiet. Schauen wir kurz dann aufs Charaktersheet. Wir spielen auf Minion hier wieder. So sieht das Ganze momentan aus. Und unser Hauptdamage ist das Storm-Totem und die Krähen. Das ist ganz witzig, kann ich das hier jetzt casten. Dann haben wir hier die Krähen. Und die Krähen fliegen dann zu dem Totem und buffen das Totem. Und wir selbst haben dann noch Kriegsschrei dabei, Malstrom und Upheaval, das ist so, ja, Schmettern. Und das alles sorgt dafür, dass wir unser Totem buffen und auch heilen und unsere Raben heilen. Momentan ist der Bild natürlich noch nicht komplett perfektioniert. Ich habe die Skills auch noch nicht auf 20 und ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich bei Warcry noch was umskillen muss, aber jetzt gehen wir erstmal rein. Aber nicht Reign of Dragons. Ach, Reign of Dragons habe ich auch schon fertig. Ach ja, genau, dann habe ich jetzt Schmarrn erzählt und ich bin mit Stufe 72, genau, Spirits of Fire wollte ich weitermachen. Ja, Charakterstufe 72 in den Stufe 90er Gebieten. So war das. Und jetzt sehen wir auch, ich habe noch kein Echo hier gespielt. Aber wenn man den Reign of Dragons Boss schafft, dann ist man auf jeden Fall auch gerüstet hier für die Echoes. Jetzt habe ich nur die ganze Zeit Necro gespielt, also was jetzt ein bisschen Fail-Gameplay kommt, sorry dafür. Ja, halten schon ordentlich was aus hier, die Gegner. Oder ich habe einfach die Rotation gerade verplant. Das kann natürlich auch sein. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Da drüben ist das Echo-Ziel. Einfach mal in die Richtung. Ja, Charakterstufe 72. Hier durch die 90er-Monos ballern. Das gefällt mir. Und auch mal ein bisschen Abwechslung zu dem ganzen Feuer, das ich jetzt die meiste Zeit gespielt habe mit der Nekromantin. Die ist ja aktuell Level 99. Die spiele ich natürlich noch auf 100. Nur damit sie auf 100 ist. Aber ansonsten geht jetzt hier dann weiter mit dem Schaman. Kann natürlich sein, dass das Diablo 4 Beta-Wochenende dazwischen kommt. So, ja, für das, dass wir nur Charakterstufe 72 sind, ist doch das ganz in Ordnung. Und das wird jetzt auch kein Build-Guide, sondern erstmal nur
Showcase. Ich zeige euch die Skills, aber das ist noch nicht die finale Version. Und hier gehen wir eben auf das Totem, dass unsere Krähen das Totem eben buffen, also Target Totem. Und ansonsten die anderen Skills hier sind alles auf Blitzschaden. Das Totem ist hier auf Blitz, Cast Speed und Damage Buffs. Ein detaillierter Build Guide kommt da allerdings, wie gesagt, dann später. Soweit funktioniert der Build ganz gut. Und zum Beispiel bei Warcry werde ich definitiv hier die rechte Seite wieder zurückskillen. Ich brauche den Haste zum Beispiel, braucht man gar nicht, weil wir das über den Malstrom bekommen. Also da bekommen wir schon die Bewegungsgeschwindigkeit über den Malstrom. Und da werde ich hier auf jeden Fall das wieder rausnehmen. Da muss ich dann schauen, was noch besser ist. Hier drunten haben wir auf jeden Fall ganz nice Debuffs, die uns auch heilen. Und hier ist wichtig, dass auch unsere Ailments gecleant werden, dass er weniger Mana kostet, und das heilt eben auch unsere Begleiter, also unsere Raben und unser Totem, damit die nicht sterben, genauso wie Upheaval. Da gehen wir auch hier rüber und buffen das Totem und somit auch uns selbst. Da muss ich aber auch noch rumprobieren, was da am besten ist. Und beim Malstrom sieht momentan so aus, dass ich den Bereich eher früher erhöhen hätte sollen. Also da muss ich dann auch nochmal zurückskillen. Ich möchte hier dann später auf jeden Fall die 5 Punkte drin haben, damit wir einen höheren Bereich haben. Und ansonsten halt hier oben ist die Haste-Rune mit dabei und Frenzy, also die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das hier oben rum, das passt auf jeden Fall. Und mit den anderen Punkten, die ich jetzt gerade Chill brauchen wir wahrscheinlich nicht. Da werde ich auf jeden Fall hier diese 5 Punkte noch maxen. Und beim Gear ist es so, dass ich momentan einen Helm trage, damit ich noch einen dritten Rabe habe. Ansonsten tragen wir 2 Äxte. Und ja, das hier ist natürlich noch nicht jetzt perfekt. Da haben wir zum Beispiel Cold Damage. Ich mache ja kein Cold Damage. Ich brauche ja Lightning Damage oder halt Minion Damage. Genauso ist hier Minion Spell Damage natürlich nice. Und werde ich dann schauen, dass ich das hier noch optimiere. Und bei den Idols bin ich auch gerade Lightning Damage, Health, Armor, je nachdem, was ich halt gerade noch so von den anderen Charakteren schon gefunden hatte. Bei den Passiven bin ich hier in erster Linie halt in die Totem Schaden gegangen, Minion Damage. Hier haben wir es so, dass man halt 2 Einhandwaffen tragen kann. Das finde ich immer ganz nice. Ich brauche ja hier nicht mit Schild rumlaufen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit 2 Waffen zu spielen. Das gefällt mir einfach besser. Das sieht allein schon, weil es besser ausschaut. Und ansonsten haben wir halt hier Attunement bei dem Bild. Wir möchten 60 Attunement erreichen. Und ansonsten, ja, hier, so sieht das momentan aus. Auf die Blitz- und Elemental Skills halt gegangen. Auch da muss ich dann noch rumprobieren. Bei der Klasse haben wir die Möglichkeit, dass wir auch in Druide und Beastmaster noch reingehen, bis zu der Kette halt. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, und dann werde ich mal schauen, was der Bild am Ende ausschaut, und dann mache ich auch noch einen genauen Guide dazu. Aber grundsätzlich habt ihr jetzt schon mal gesehen, dass das soweit passabel mindestens mal funktioniert, beziehungsweise wenn man jetzt mit Stufe 72 in den 90er Gebieten ankommt, dann muss man eigentlich sagen, hat es ganz gut funktioniert. Im letzten Video
hatte ich noch den Deathless Nimbus. Der ist mittlerweile leider weg, ja. Reign of Dragons, der Boss hat mich den Deathless Nimbus da gekostet. Also ich habe bis Stufe 71 oder 72 bin ich mit dem Charakter auch nicht gestorben. Also defensiv dank Kriegsschrei und Malstrom ist der Charakter defensiv auch recht gut. Und jetzt spiele ich noch einfach zum Spaß. Nehme ich euch nochmal einmal hier mit. Spielen wir uns nochmal hier durch. Blitzt alles schön weg. Haben wir noch nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Warcry castet dazu zusätzlich außerdem den Malstrom. Also Malstrom müssen wir gar nicht aktiv casten, einfach den Warcry auf Cooldown sozusagen. Da kann man hier schön durchballern. Gegner debuffen. Gegner mal ab und zu wieder wegblitzen hier. Ansonsten stehen wir halt jetzt bei hoher Gegnerdichte, würden wir immer bei unserem Totem stehen und bei den Raben, damit die nicht sterben. War jetzt auch gerade mal eine Elite, also der hat alles hier sehr schön weggeblitzt. Sehr viel Spaß, der Bild. Und ein bisschen dynamischer muss das Ganze noch werden, aber da haben wir ja noch einige Level, wo man das Ganze dann optimieren kann. Ja, jetzt haben wir sogar mal hier einen Boss. Also ein Mini-Boss, ist ja nicht wirklich ein Boss. Ja. Genau, also hier sozusagen mal ein kleiner Einblick in den Blitz-Schaman-Totembild. Und wie das dann am Ende genau wird, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Bis dann. Ciao.